Du bist blass, Luise. Nichts. Nichts, du bist ja da. Und liebt mich meine Luise auch noch? Mein Herz ist das gestrige. Ist es auch das deine noch? Hier eine Aufmerksamkeit für die Augen meiner Luise. Vielen Dank, mein Ferdinand. Gestern am Hofe wurde dieser Bürgerlichen eine solche auch zum Geschenk gemacht. Wer begafft da meine Geliebte? Nicht etwa der Hofmarschall von Kalb? Ich hoffe, du ziehst dich auf das Mädchen. Ah! Was bekümmert dich? Ja, es war der Hofmarschall von Kalb. Aber ich hege keine Gefühle für... Bei Himmel und Erde! Ihm überlasse ich den Rohdiamant meines Lebens nicht! Ich hoffe, du ziehst dich auf das Mädchen. Du musst nicht immer alles wörtlich nehmen. Ich weiß, du meinst es gut, aber bitte hör damit einfach auf. Du hinterfragst meine Entschlossenheit? Ich beweise dir, wie dieses Herz für dieses Mädel allein schlägt. Ich hoffe, du ziehst dich auf das Mädchen. Ich hab genug. Wirf ab sofort deine Offiziersdegen auf ein anderes Mädchen. Was ist das? Wie kommst du auf das? Du bist meine Luise. Wer sagt dir, dass du sonst noch etwas sein solltest? Schweig. Von heute an ist der Friede meines Lebens aus. Luise, komm zurück! Reality slips far away, fiction comes alive, we start to play. Hope is no more behind a closed door as we drift away from where we were before. Hope and hopelessness become one. It's all meaningless, we've already begun. Yup, we all one and the same. Never opposites, we play the same game. Walk a thin line between hope and despair. Running from truth, but it's already here. Too many lies, I don't know if they can find me. Only one life to live, so choose wisely. Wise the tales, do you even know what side you're on? Does it really matter if it's on the same coin? If you wanna achieve, you gotta believe the time right now. There's a door, here's the keys. Episode 9 – Der Strafprozess. Oh Gott! Walter! Er ist tot. Hä? Steckt der Boss wirklich nicht hinter dem Mord? Nein, das ist ausgeschlossen. Aber ich vermute, dass sich der Täter unter den hier Anwesenden befindet. Hiermit eröffne ich unsere Diskussion. Diskussion eröffnen? Aber wie? Wir ermitteln den Mörder von Walter unter uns. Aber woher wissen wir denn, dass dieser Mörder überhaupt einer von uns sein soll? Beim Verhör des Bosses kam heraus, dass zum Zeitpunkt des Mordes eine Ausgangssperre im ganzen Sektor verhängt wurde, an die sich Außenstehende aus Respekt vor dem Boss immer gehalten haben. Wir sind die Einzigen, die sich nicht daran hielten oder in unmittelbarer Nähe des Tatorts befanden. Das kann ich bestätigen. Fabian und ich sind dort immer patrouilliert, um sicherzugehen, dass diese Ausgangssperre reingehalten wird. Gut, dann lasst uns doch mal alle uns bekannten Informationen zusammentragen. Alles klar. Vorgestern um ca. 16 Uhr wurde die Leiche von Walter in unmittelbarer Nähe dieses Internats von uns gefunden. Das bedeutet ja, der Mord muss sich zur Zeit der Michael-Spiele zugetragen haben, oder nicht? Korrekt, dem stimme ich zu. Es wurde bereits eine Autopsie des Körpers durchgeführt und diese hat ergeben, dass er an einer Vergiftung starb. Er erlitt außer einer nadelgroßen Stichwunde am Nacken keine äußerlichen Schäden. Ein weiteres Beweismittel ist ein Strohhalm und eine Brieftasche, die sich an seinem Körper befanden. Die Brieftasche war seine. Übrigens waren Tina, Thomas, Fabian der Kevin, Rookie Crusher, ich und Herr Trust zu der Zeit bei den Michael-Spielen. Das macht es dann einfach. Dann hätte der Mörder doch sehr gut Borgwald oder James Coleman sein können. Nicht wahr? Eine ungünstige Situation. Hier den falschen Verdächtigen. Ich habe ja gar keinen.
Motiv? Und was ist mit diesem James Coleman? Den finde ich ja auch ziemlich suspekt. Er ist vorhin noch voller Hoffnung durch das Internat gelaufen und hatte diesen Generalschlüssel dabei, den er plante, nach seiner Kunstbegutachtung wieder zurück ins Sekretariat zu bringen. Man bekommt den Generalschlüssel nur im Gegenzug zu Pfand in Form eines Personalausweises. Wenn er wirklich abgereist ist, müsste also der Generalschlüssel wieder an seinem Platz sein. Ich werde das überprüfen. Ich bin gleich wieder da. Herr Trust, Sie übernehmen die Leitung. Jetzt, wo die Chefin weg ist und eine generelle Unruhe herrscht, ist der Gemütszustand des Thomas geschwächt. Nun wird es Zeit für den finalen Schritt meiner ultimativen Crushung. Den Thomas für schuldig zu befinden, würde mir das ultimative Erfolgserlebnis hervorbringen. Der wird Augen machen. Ihr Narren, es liegt doch auf der Hand, wer der Mörder ist. Wer denn? Na, der so doof fragt. Ganz recht. Du, Thomas. Du hast es selbst gesagt. Du bist der immer die Straßen patrouilliert. Es kannst nur du gewesen sein. Was laberst du da für ein Mist? Hast du nicht zugehört? Der Mord fand statt, als wir alle bei den Michael-Spielen waren. Wer sagt denn, dass der Mord nicht schon davor stattgefunden haben könnte? Zuvor haben doch Fabian und ich dich und den Wurm entführt, als Walter noch am Leben war. Denk doch vorher mal nach. Hier sieht man mal wieder, dass man mit Amateuren nicht arbeiten kann. Danke, Herr Trust. Sie erkennen den Experten in mir. Bringen wir es zu Ende und führen diesen Thomas endlich ab. Das ist falsch. Denk mal, von den hier Anwesenden sind Thomas, der Wurm und Tina die ganze Zeit zusammen gewesen. Sie können den Mord nicht begangen haben. Vielmehr waren Sie es, dem ich doch auf der Straße bei meinem Einsatz zur Verhaftung von Michael kurz zuvor begegnete. Ach, ich wusste doch, dass Sie mir bekannt vorkamen. Müssten Sie nicht. Sie bot mir einen Durstlöscher an. Und wenn ich mich richtig entsinne, wurde ein Strohhalm solch eines Getränkes an der Leiche gefunden. Wissen Sie, wie der dahin kam? Dieser Humbug, ich habe damit nichts zu tun. Der Trust hat recht. Der Rookie Crusher, der hat sich während der Michael-Spiele weggeschlichen und ich weiß aus eigener Erfahrung ganz genau, dass er gerne andere mit seinen Getränkepäckchen zu Fall bringt. Hey, ich war es wirklich nicht. Haben Sie also Walter mit Ihrem Getränk zu Tode vergiftet? Sie Mörder! Hey, Thomas, du glaubst mir doch, oder? Wir sind doch Kumpels. Klären wir das Missverständnis endlich auf. Was für eine unglaubliche Verzweiflung. Hey, vorhin hat er mir doch auch sein Getränk angeboten. Moment mal, jetzt wo ich genau drüber nachdenke, warum sind Sie eigentlich... Du wolltest mich umbringen! Das war zu viel des Guten! Hey, lass mich los! Du machst einen großen Fehler. Was geht denn hier ab? Ich war doch nur für 5 Minuten weg. Was passiert jetzt mit ihm? Das ist mein Meisterwerk. Lasst mich nur erklären, was im Detail passiert. Als allererstes kommt das Wellnessbad Exotik. Eine Benzinsprenkleranlage der Extravaganz. Daraufhin folgt das Rösthaus Ägyptens. Ein Hochofen mit kosmischen Temperaturen. Nach diesem erhitzenden Dampfbad folgt nun der Wetterexkurs Tropen. Eine hochspannende Erfahrung im Thema Elektrophysik. Jetzt kommt meine Lieblingsstation. Knetstunde in der Bäckerei. Der hier genutzte Fleischwolf hat bereits Diamanten zu kosmischem Staub verwandelt. Und das große Finale. Ganzkörpermassage Brasiliens. Die Hydraulikpresse der Extraklasse. Was? Lebt er noch? Thomas? Wir sprechen später über dein Verfahren. Oh Mann, dass der Rookie Crusher als die ultimative Nervensäge ausgerechnet so seine Zukunft verlor. Was er wohl in seinen letzten Momenten gespürt haben muss, man kann es nur als wahre Verzweiflung beschreiben. So sollte es natürlich nicht enden. Ihm galt ein fairer Prozess. Aber jetzt kann man auch nichts mehr machen. Wir haben den Mörder entlarvt, Frau Eisenberg. Es war der Rookie Crusher, der mit seinen Getränken den Walter unschädlich machte. Gute Arbeit allerseits. Nein, so kann es nicht gewesen sein.
Was? Habe ich was übersehen? Der Rookie Crusher würde doch niemals jemanden töten. Wenn er ihn wirklich mit seinen Getränken umgebracht hätte, wäre es unmöglich, die nadelgroße Stichwunde am Nacken der Leiche zu erklären. Ich wette, wenn wir seine Getränke untersuchen, würden wir höchstens ein nicht tödliches Abführmittel nachweisen können. Das stimmt. Er verpasst seinen Opfern lediglich 3 Tage lang Achterbahnfahrten für den Magen. Wenn der Rookie Crusher in Bedrängnis kommt, wie es bei den Michael-Spielen der Fall war, verfällt er seinen primären Instinkten und bietet als Stressabbau allen Menschen, die er so trifft, seinen berühmten Drink an. Als er ihnen begegnete, da drehte er ihnen doch bestimmt auch eines dieser Getränke an. Was wurde denn aus diesem Getränk, Herr Trust? Ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Ich nehme keine mir unbekannten Substanzen an. Dann muss es wohl doch dieser James Coleman gewesen sein. Nein, das stimmt so nicht! Hä? Wieso denn nicht? Ich war gerade im Sekretariat und der Generalschlüssel ist nicht wieder abgegeben worden. Außerdem ist der Ausweis von James Coleman noch hinterlegt. Ohne den wäre er niemals abgereist, zumal er aus England kommt. Wäre er der Mörder, hätte er sich so schnell wie möglich aus dem Staub gemacht. Das mag zwar sein, aber das schließt immer noch nicht Borgwald als potenziellen Mörder aus. Der hat doch was zu verbergen, das sehe ich doch sofort. Ihm steht die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Gib es zu, das kann sich lindernd auf deine Strafe auswirken. Also gut. Ich gestehe. Borgwald, aber du... Finanziell läuft's bei mir nicht so gut. Die Stipendiumsgebühren und das Semesterprogramm machen mir zu schaffen. Und da wurde ich nun abgeworben. Ja, mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Aber wie James Coleman bot mir ein hohes Honorar zur Anfertigung von Fälschungen bekannter Gemälde. Du bist auf dieses Angebot eingegangen? Es tut mir leid, Meister. Also gut. Wenn du die Fälschung noch nicht verbreitet hast, ist es ja noch keine Straftat. Also lass ich dich mit einer Verwarnung davon kommen. Nun gut, fassen wir nochmal alles zusammen. Wurm, Thomas und ich waren zur Zeit des Mordes die ganze Zeit immer zusammen. Wir können es also mit Sicherheit nicht gewesen sein. Die schließt auch Kevin, Michael und Fabian aus, weil diese ebenfalls bei uns waren. Aufgrund der Sache mit den Fälschungen und dem Generalschlüssel sind Borgwald und James Coleman unwahrscheinlich die Mörder. Wenn James Coleman wieder gesichtet wird, kann er bestimmt das Alibi von Borgwald bestätigen. Der Rookie Crusher ist es aus den vorhin bereits angegebenen Gründen wahrscheinlich auch nicht gewesen. Tina, du weißt doch wirklich alles, oder? Nein, ich weiß nur, was ich weiß. Was machst du eigentlich hier die ganze Zeit, Ferdinand? Ich suche, wie gesagt, nach meiner mir versprochenen Luise, die vor 2 Wochen entführt und hier das letzte Mal gesichtet wurde. Für unsere Zukunft darf ich mich nicht der Hoffnungslosigkeit hingeben. Der Mord an Walter war mir bis gerade eben nicht bewusst. Ich habe mich schon gefragt, ob der Mord an Walter nicht etwas mit der Entführungsreihe zu tun haben könnte. Es kann sein, dass Walter etwas gesehen hat, was den Entführer der Mädchen in Schwierigkeiten bringen könnte. Und deshalb musste Walter aus dem Verkehr gezogen werden. Ich glaube, wir sollten die Fakten nicht aus den Augen verlieren. Was meinen Sie damit? Naja, Frau Eisenberg, Sie haben die Leiche ja selbst überprüft. Unser einziges Beweismittel war der Strohhalm vom Rookie Crusher, für den wir immer noch keine Erklärung haben. Wenn Sie mich fragen, ist das ein eindeutiger Beweis, dass nur er es gewesen sein könnte. Bei der nadelbreiten Stichwunde muss es sich um einen Aspekt handeln, der nichts mit dem Fall zu tun hat. Solche Zufälle können durchaus mal passieren. Weitere Anschuldigungen bringen uns auch nicht weiter. Es gibt einfach keine andere Erklärung, wie der Strohhalm an Walter gelangt. Nein, das ist nicht ganz richtig! Ihnen ist es also auch aufgefallen. Sie, Herr Trust, waren der Erste, der sich zu Walters Leiche begeben hat. Es ist also nicht undenkbar, dass Sie den Strohhalm da platziert haben. Um den Verdacht also auf den Rookie Crusher zu lenken, hätte er den Strohhalm aus dem Durstlöscher, den er angeboten bekommen hat, nutzen können. Da fällt mir auf, am Tatort habe ich noch einen Lolli gefunden, den ich aber für unwichtig gehalten habe. Das ist einer von Herrn Trusts Lollis. Wie der Wurm bereits vorher erwähnte, fand der Mord während der Michael-Spiele statt. Wofür ich ein Alibi hatte, kann es nicht gewesen sein. Es war schlichtweg unmöglich für mich, zur selben Zeit den Mord an Walter zu begehen. Nein, da liegen Sie total falsch!
Für den Zeitraum nach dem Abführen von Michael bis zur Entdeckung der Leiche ist ihr Alibi tatsächlich stichfest. Aber in der Zeitspanne zwischen der Entführung von Wurm und Rookie Crusher, als Walter noch im Leben war, bis zu ihren Eingriff bei den Michael-Spielen, war es durchaus möglich für sie, den Mord begangen zu haben. Ihr Alibi hält also nicht. Außerdem sind Sie ja dem Rocky Crusher vor Ihrem Einsatz über den Weg gelaufen. Das beweist eindeutig, dass Sie bis zum Ende der Michael-Spiele noch woanders waren. Und nach Ihrem Aufkreuzen erst so getan haben, als hätten Sie die ganze Zeit in nächster Nähe gewartet. Ich glaube, ich habe eine Vermutung, wie es sich zugetragen haben könnte. Der Mord an Walter steht in Verbindung mit der Entführungsserie, der auch Ferdinands Freundin Luise zum Opfer fiel. Der Entführer ist gleichzeitig der Mörder von Walter. Als Walter dem Entführer eventuell auf die Schliche kam, hat sich dieser gezwungen gesehen, ihn zu vergiften. Nach dem Mord ist der Täter dem Rookie Crusher begegnet, der aufgrund seines Stresses, den er bei den Michael-Spielen erlitt, den Täter mit seinen Getränken crushen wollte. Da der Täter ein sehr vorsichtiger Mensch ist, nahm er das Getränk nicht zu sich, aber er blickte die Möglichkeit, ihn für den Mord mit Hilfe des Durstlöschers verantwortlich zu machen. Er plante, falsche Beweise zu legen. Da der Täter allerdings zu dem Zeitpunkt nicht direkt zurück zur Leiche konnte, präparierte er diese erst bei der nächsten Gelegenheit. Diese bot sich ihm an, als wir alle seine Leiche das erste Mal erblickten. Das heißt also... Genau, der Einzige, der den Mord hätte begehen können, sind Sie, Herr Trust. Tina, jetzt weißt du Bescheid. Du hast dir den Platz als mein nächstes Kunstobjekt redlich verdient.